Herzlich willkommen in meiner Chaos Kitchen. Heute will ich für euch mal was typisch paraguayisches machen, nämlich Empanadas. Wir frittieren die heute, weil leider spielt der Sturm nicht ganz so mit, oder was heißt, der Sturm spielt nicht mit, der Sturm ärgert uns die ganze Woche und deswegen frittieren wir die. Oder halt hier drin, sonst hätte ich es mal auf dem Feuer versucht. Und ich will die füllen mit einer gehacktes Barbecue-Chili-Käse-Füllung quasi. Und was wir dafür brauchen, zeige ich euch ja mal. Für den Teig einmal 250 Gramm Mehl, ein Ei, ungefähr 100 Milliliter Wasser, Butter, die Mengenangaben schreibe ich euch noch rein, das weiß ich gerade nicht mehr, und ein Esslöffel Salz. Dann fürs gehacktes Eiweiß, aber da brauchen wir nicht das Ganze wahrscheinlich, Senf, Salz, Pfeffer und 250 Gramm gehacktes. Und halt die Füllung. Das ist meine selbstgemachte Barbecue-Soße. Die verlinke ich euch einmal oben in der Box. Chilis und Käse. Und da würde ich sagen, fangen wir einfach mal mit dem Teig an, weil der muss so ein paar Minuten ruhen und dann sehen wir weiter. Ach, und natürlich Fett für die Pfanne, aber da habe ich schon da drin und schon ein bisschen erwärmt. Für Teig braucht man eine Schüssel. Machen wir einmal erstmal das Salz hier ins Wasser, dass ich das auflösen kann ein bisschen. Dann tun wir nämlich schon mal das Mehl in die Schüssel und die Butter da rein. Das verkneten wir schon mal einmal. Ihr müsst jetzt nicht unbedingt weiche Butter nehmen, aber dann lässt sich das halt besser kneten. Die harte braucht halt ein bisschen länger, bis sie dann bei der Körperwärme weich wird. Aber man kann es regulär auch mit harter machen. Einmal so ein bisschen hier manchen. Die ist jetzt mittlerweile schon so weich, weil bei uns ist endlich wieder warm. Dann tun wir jetzt das Ei dazu. Verrühren das auch nochmal. Das tun wir jetzt auch dazu. Ich tue noch nicht alles rein. Letztes Mal habe ich 90 Milliliter gebraucht, mal brauche ich 100, mal 110, das kommt immer drauf an. Also grob mit 100 und dann vielleicht noch ein bisschen was stehen haben, kommt ja eigentlich sogar echt gut zurecht. Für die, die keine Lust haben zu kneten, könnt ihr auch gerne einen Mixer oder eine Knetmaschine nehmen. Der Teig ist fertig und richtig schön weich. Den legen wir jetzt noch einmal kurz an die Seite. Der kann auch hier bleiben, den braucht man eh gleich. Jetzt nehmen wir uns das Gehacktes. Tun das da rein. Dann etwas Salz. Und etwas Pfeffer. Da müsst ihr dann auch gucken, wie ihr das mögt. Würzen. Den Senf dazu. So, und jetzt versuche ich mal so ein bisschen was von dem Eiweiß zu bringen. Ja. Eigentlich sagt man ein Eiweiß auf 1 Kilo Fleisch. Und jetzt das Ganze relativ lange kneten. So sieht jetzt das Gehacktes aus. Wenn das hier so Striemen zieht, wie ich hoffe, ihr seht das, dann ist das gut. Dann bleibt das nämlich schön fest, auch ohne Paniermehl. Jetzt nehmen wir uns den Teig und machen uns so 25 bis 30 Gramm Stücke ab. Schön. Bitte Gramm.
Und rollen die einmal so und legen die ein bisschen an die Seite. Jetzt nehmen wir uns das Mehl. Wälzen die das schon einmal so kurz und rollen die Teigstücke aus. Hole ich immer wieder Mehl. Zum Kleben haben wir da so ein bisschen Wasser. Und zur Seite damit. Das macht jetzt auch erstmal mit allen. Ihr könnt ja auch schön aufeinander stapeln. Dadurch, dass da so viel Mehl dran ist. Das ist kein Problem. Ich bin jetzt hier am letzten Empanada. Vorführeffekt, der hat jetzt noch. Jetzt können wir nämlich eigentlich schon mit dem Füllen beginnen. Es gibt dafür auch so, ja, wie in Deutschland immer so Ravioli-Ausstecher oder Ravioli-Zusammenklapper, keine Ahnung. Habe ich ja auch, aber dadurch, dass ich die ein bisschen mehr befülle, ist das dann zu viel für dieses Klappding. Deswegen mache ich das ohne. Ich zeige euch jetzt nochmal den zweiten, weil der erste ja nicht ganz so ging. Da ist die Soße rausgelaufen. Das müsst ihr halt leider auch aufpassen. Ein bisschen mal nach hinten. Dann tue ich nämlich jetzt auch den Käse da drunter. Dann ein bisschen, ja, komm raus da, gehacktes. Und da ist es, Chilis. Je nach Geschmack. So. Die sind recht scharf. Jetzt mache ich mir den Rand hier mal ein bisschen nass, damit das besser klebt. Und klappe den Teig da drüber. In Paraguay nutzen die auch viel Muster, um den Rand zu verschließen, damit die das unterscheiden können, was da drin ist. Ich nehme jetzt einfach nur, weil wir jetzt so eine Füllung haben, eine Gabel. Dann steche ich das halt nur noch mal zu. Oder drücke das zu. Und ich mache jetzt erstmal alle fertig, weil sonst ist das muss man sich zu sehr beeilen mit dem heißen Fett. Das muss ja dann auch nicht sein. Ich drücke hier nochmal so ein bisschen in Form. Und schon habt ihr Empanadas. Da. Unsere Empanadas sind soweit fertig. Jetzt muss ich nochmal zählen. 16 Stück und 2 Hackbällchen haben wir noch rausgekriegt. Die frittiere ich dann zum Ende noch. Ich hoffe, dass es jetzt nicht zu heiß ist. Jetzt kommen die nämlich schön ins Öl. Oh nein, scheint nicht zu heiß zu sein. Jetzt kann ich wieder anmachen. Und ich hoffe, dass sie auch alle zubleiben. Ja, machen wir mal 4 lieber. Und dann freue ich mich schon darauf. Ich drehe die schon mal einmal wegen dem Gehacktes. Die müssen noch brauner werden. Aber das Gehacktes soll ja auch vernünftig gar werden. Also lieber ein bisschen kühler das Öl lassen, quasi als zu heiß. Weil sonst kriegt ihr das Gehacktes ja drin halt nicht richtig gar. Sonst werden die nämlich nur von außen ganz schnell braun, aber innen ist das noch roh. Das muss jetzt auch nicht sein. Und der bewegt sich zu doll. Und seht ihr, da ist der Käse noch nicht geschmolzen. Die ärgern mich. Hey. Okay. Auch die letzten Empanadas sind jetzt fertig. Ich tue die nochmal zum Abtropfen ein bisschen auf das Küchentuch. So, jetzt. Man muss ein bisschen mit der Zange aufpassen, dass man die nicht kaputt macht, so wie ich gerade. Hat ein bisschen jetzt gedauert, weil das Öl die Temperatur nicht mehr so erreicht hat, wie ich das eigentlich wollte.
Aber es ist halt auch schlecht, wenn man jetzt zu hoch macht, dann wird es halt zu heiß. Wir lassen jetzt noch mal kurz ab. Hopp. Ah, ja. Abtropfen und dann probiere ich. Die Empanadas sind fertig und ein bisschen abgekühlt, hoffe ich. Schneide ich einmal ein für euch an. Oh, ja. Andere Seite sieht besser aus, nicht ganz so viel Luft. Oh, das ist halt das Problem bei den Empanadas, die blähen sich dann so ein bisschen auf. Oh, ist so heiß. Oh, richtig lecker. Mega, mega lecker, ehrlich. Und die Schärfe ist gut. Ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht. Mir ja. Lasst mir einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefallen hat. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Also bis dann. Ciao.